Hallo und willkommen zu diesem Windows 11 Tutorial. Es geht um das Thema Backup. Dazu hatte ich bereits vor einigen Monaten ein Video erstellt und gezeigt, wie man mit Hilfe des Programms Duplicati ein Backup unter Windows 11 erstellen kann. In diesem Video möchte ich nun den umgekehrten Weg gehen. Das heißt, ich möchte Daten, die mit Duplicati gesichert wurden, auf diesem Windows 11 System wiederherstellen. In meinem Bilderverzeichnis befinden sich keine Dateien, denn alle Aufnahmen, die hier gespeichert waren, habe ich gelöscht. Erfreulicherweise habe ich aber mit Duplicati Backups angelegt, sodass ich nun diese Daten wiederherstellen kann. Ich starte also Duplicati und ihr seht, dass 5 Sicherungen vorhanden sind. Mit einem Klick auf den Button, diesen Button mit den 3 Punkten, erhalte ich dieses Kontextmenü und hier klicke ich nun auf Wiederherstellen, gelange zu dieser Ansicht und in dieser Ansicht kann nun der Pfad ausgewählt werden. Und zwar in diesem Fall der Pfad zum Bilderverzeichnis, also zu Pictures. Wenn ich diesen Pfadnamen anklicke, werden alle Dateien, die gesichert worden sind, automatisch mit ausgewählt. Man könnte aber auch einzelne Dateien oder Ordner durch das Anklicken anwählen oder abwählen. Ich klicke auf Weiter, gelange zur nächsten Ansicht und hier kann ich nun angeben, an welchem Ort die Dateien wiederhergestellt werden sollen. Entweder am ursprünglichen Ort, in diesem Fall also im Bilderverzeichnis, oder an einem anderen Ort. Nun könnte es sein, dass sich im Bilderverzeichnis, also hier am ursprünglichen Ort, Dateien mit dem gleichen Namen befinden. Deswegen kann man weiter unten angeben, ob Dateien, die die gleiche Bezeichnung tragen, überschrieben werden sollen oder aber ob für die Dateien, die wiederhergestellt werden, ein anderer Dateiname vergeben wird, sodass man sichergehen kann, dass kein Überschreiben stattfindet. In diesem Fall muss ich mir über diese Sachen keine Gedanken machen, denn es befinden sich ja überhaupt gar keine Dateien in meinem Bilderverzeichnis. Ich kann hier also zum Beispiel einfach Überschreiben angeklickt lassen. Das hat keine weitere Auswirkung. Es wird nichts überschrieben, weil eben nichts vorhanden ist. Damit kann ich auf Senden klicken und der Wiederherstellungsprozess beginnt. Der dauert hier nicht sehr lange, weil nicht viele Dateien vorhanden sind. Er ist jetzt schon abgeschlossen und ich öffne den Bilderordner. Ihr seht, dass alle Bilder wieder im Bilderverzeichnis vorhanden sind. Damit wisst ihr nun, wie man die mit Duplicati gesicherten Daten zurückspielen kann. Bis zum nächsten Windows 11 Tutorial. Macht's gut und tschüss.